Hallo meine Freunde, ich bin Seven. Willkommen zu Sherlock Holmes, Crimes&Punishment. Ihr erlebt hier eine Aufzeichnung aus meinem Livestream, aufgeteilt in 20 Minuten Episoden. Wenn ihr bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein wollt, findet ihr mich unter www.twitch.tv/Seven. Ich wünsche euch viel Spaß bei folgendem Video. Dann noch mal Intro. So, jetzt noch einmal der schwarze Peter. Wir schauen, ob es funktioniert. Ihr sagt mir bitte, ob es zu laut oder zu leise ist. Lesen immer noch Schuld und Sühne. Immer noch Dostojewski. Wie das Spiel natürlich halt. Crime and Punishment. Nutzt die Chance um. Holmes! Sagt mir bitte, ob zu laut oder zu leise. Okay. Einmal hier volle Deckung. Holmes, will you stop that? Ich will selber nochmal rein. Verzeiht mir das bitte. Volle Deckung. Holmes, will you stop that? Okay, das klingt auf jeden Fall okay. Besser als gerade eben. Ja, nochmal durchs Menü durch. Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Verdammte Axt. So. Bin ich auf dem falschen Mikro? Das kann natürlich auch sein. Nee, Rise Siren. Das passt. Eieiei. So, also gut. You are utterly mad. Okay, also gut. Das müsste so gehen. Jetzt abwarten und Tee trinken. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Okay. Gesundheit. Vielen Dank.
Okay, also wir haben hier unser Notizbuch. Da haben wir das Opfer Peter Carey. 50 Jahre alt. Erfolgreicher Walfänger, skandinavische Gewässer. Setzte sich 84 zur Ruhe, zog nach Woodman's. Wir untersuchen den Ort. Und ja, da sonst auch durch die Gegend laufen. Was haben wir noch? Zeitung, Briefe. This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it, if needed. Archiv haben wir. Baker Street ist hier. Nett eingerichtet. My analysis table. It is useful for my work. Genau. Analysetisch haben wir auch. Jeder anständige Detektiv hat einen. Wildes Zeug. Was haben wir noch? Teleskop. Aha. Ich weiß nicht, ob uns das... You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Organized Crime in London. Die arme Mrs. Hudson. Oh, what a mess! What a terrible mess! Ja, genau. Wir gehen ja schon. Also, wir gehen nach Woodman's und schauen uns dort alles I an. cannot leave yet. I am not finished here. Ach, du bist noch nicht fertig hier. Was fehlt noch? Ja. An dieser Stelle, ich glaube, wir sollten uns umziehen, oder? Das ist Watsons Zimmer. Wo ist unser Zimmer? Das andere dann, ne? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir sollten uns umziehen. Sind es Sherlock-Klamotten? Oder wo sind die im Schrank? Ja, also wir brauchen... Also Morgenmantel ist jetzt nicht unbedingt... Ich glaube, im dunklen Anzug steht mir am besten, oder? Dunkler Anzug, das... Schminken. Wollen wir uns schminken? Ah, ich glaube... Da bleiben wir, wo wir waren. Also wir machen einfach wieder auf Standard. Die Zylinder ist gut, Brille brauchen wir nicht. Ich finde, wie das als Englisch... Also mit Zylinder bin ich mit dabei. Also Gott, Leute. Wenn Sherlock einen Zylinder trägt, kann ich das auch. Das ist der... Okay. Dann können wir auch los. Wenn der Kollege mit Zylinder unterwegs ist, können wir das auch. Auf nach Woodman's. Guten Abend, der Pone. So, wir sind unterwegs und fahren mit unserer schicken Kutsche. Wie sich das gehört, habe ich gerade keins, aber wir fahren fort. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. So, wir sind bei Lestrade in Woodman's und ich soll zum Kollegen rüber. Na dann, auf geht's. Wir schauen mal, was der Inspektor so drauf hat und was er weiß und was er uns... War bestimmt der Gärtner. Erster Tipp, es war der Gärtner. Großer Garten, das muss der Gärtner gewesen sein. Schlecht bezahlt. Definitiv. Fall gelöst. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Hübsche Kamee. Hält mir. Okay, irgendwas Ungewöhnliches. Madam,
Can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Okay, betrunken. Okay. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Augen. Fällt es nur mir auf, der rote Augen. War jemand anderes da? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Definitiv blutunterlaufene Augen. Können Sie beobachten? Ah, okay. Ah, okay. Hier. Können Sie anschauen. Nach Hinweisen suchen. Ah. Was fällt uns auf? Kami. Hatte ich ja schon gesagt. Diese. Och. Detail. Kreuz. Rosenkranz. Fällt uns noch auf. Augenmeise. Gut. Gartenhandschuhe. Aber schicke Gartenhandschuhe. Und ein Nistkasten. Okay. Wird alles einfacher werden. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Können Sie über Plymouth-Bescheid wissen? Pilgerfahrt. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Was ein Angeber. Thank you, madam. Oh, Miss Serie haben wir untersucht. Erstmal, wir schauen uns weiter um. Okay, also für sie wäre keine Scheidung in Frage gekommen, wenn sie hochreligiös ist. Das ist so klassische Sherlock Holmes Denke. Und das heißt wohl, kommt auf jeden Fall als tatverdächtig in Frage. Jetzt geht's weiter. Wer sind Sie? Mr. Holmes? Nee, das bin ich. Der Holmes. Macht aber nichts. Ich habe uns auch ab und an verwechselt. Die Hütte ist zu. Können wir nicht reingucken. Schade. Was haben wir noch? Da unten ist das Bad. Da ist der Garten. It seems that the garden was well maintained. Ja, gut gepflegter Garten. Das sehen wir auf jeden Fall. Mr. Lestrade. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Dann schauen wir uns mal die Leiche an. Wir werfen einen Blick drauf. Mr. Holmes? Hier bin ich immer noch. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence.
Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Da war jemand am Schloss. Okay. Lestrade hat abgeschlossen, dass niemand an die Leiche kommt. Aber wir konzentrieren uns darauf, Details aufzuschreiben. Haben wir so eine Art Detective-Look. Ein Kratzer, offensichtlich. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Naja. Auf jeden Fall hat jemand versucht, das Schloss aufzubrechen. Aber, naja, wir gucken mal. Ja. Gut. What a terrible way to die. Ja. Ein klassischer Fall von Harpune. Aber mal ganz ehrlich. Also jemand mit einer Harpune durch den Brustkorb so an die Wand zu pinnen, dass er hängen bleibt. Das braucht ordentlich PS. Oder eine Kanone. Aber ich sehe hier keine Kanone. Aber das sieht schon übel aus. Ja, Papa. Den steckt der komplett durch. Und hinten... Eieieiei. Also das ist ja... Wow. Oideli doideli. Ja. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Ja, das denke ich auch. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Also, ich würde auf... noch... Gut lache, okay? Wir haben auf jeden Fall ein Messer. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Okay. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Also, er hat mit dem Messer gekämpft. Das ist im Notizbuch. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. JHN. Das ist nicht Peter Carey. Rückseite nicht. Kann man es aufblättern? The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Okay. Eieiei. ASMTY BRS PK Rano BP. These abbreviations mean something, but what? Okay. Das heißt wohl, wir müssen rauskriegen, was das für Abkürzung. Ansonsten... Ja, Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Okay. Also mit der Harpune in der Hütte. Ich weiß nicht. Haben wir auf dem Tisch. Schauen uns mal um. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. Okay, aus 2 Gläsern getrunken. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Ja, aber nicht alleine. Das ist ja zu zweit. Die haben was getrunken, die kannten sich. Tabak. I. The initials PC have been crudely burned. Peter Carey. A sailor's work. Dank Peter Carey trifft schon gut. Tabakdose drin. Tabak. This aroma is familiar.
But to recognize it, I must construct my associations in one picture. Okay, hä? Das gibt ja gar keinen Sinn. Ah, okay, ich verstehe. Das ist ja ein cooles Teil. Also nicht, dass es irgendwie jetzt anspruchsvoll wäre. Hier geht es einfach darum, die unterschiedlichen Ebenen, ihr seht es hier, in eine Ebene zu bringen. Und dann ergibt sich daraus ein Schiff. Aber ich mag so Sachen. Den präziser noch und dann sieht es doch schon aus wie fast aus wie ein Schiff. Aber bewegen, die Pfeife können wir. Noch was bewegen. Von der anderen Seite her probieren. Klappt das auch besser. Aus. Ansetzen. Pfeife gibt den Fried. Und dann passt das auch. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Okay, dann haben wir wieder was gelernt. Also wir kennen den Tabak, das haben wir dann. Okay, wir müssen über den nachfragen, wir müssen über den Garten nachfragen. JHN wissen wir nicht. Wer das ist, könnte noch eine Firma sein. Okay, was haben wir hier noch? The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Okay, er hat von seinem Schiff auf jeden Fall das Ding. Alte Bilder. Haben wir hier in der Truhe. Dolch. Stiefel. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Größe 8. Sehr gut. Old navigation instruments. Nothing interesting. Boah, sein Kompass und dergleichen wird er erhalten haben. The murder weapon was probably taken from this rack. Okay, also da runter und da rein. Echt? Also das sind... Uiuiui. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Okay, seine Log... Peter Carey was her captain. Seine Logbücher hat er behalten. Wenn wir da reinzoomen... Detective-Modus. Glaube nicht. Müssen wir halt wissen. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Hier fehlt was. Sehen wir aber sofort. Genau, hier ist in die Umrisse, genau. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Okay, hier fehlt was. An dieser Stelle endet nun unser Video. Haltet die Spannung, denn in der nächsten Folge geht es direkt an selber Stelle weiter. Wir sehen uns dort dann hoffentlich auch wieder. Tschüss, bis dann.